In diesem Video möchte ich euch die Varianten der V160 bzw. Baureihe 216 und 218 vorstellen, die Märklin ab Ende der 60er Jahre herausgebracht hat. Die 3 bzw. 4 Varianten, die ich hier habe und alles, was ich sonst noch gefunden habe. Anfangen möchte ich mit der 3075 von Märklin. Die V160 1968 wurde das Modell von Märklin auf den Markt gebracht. Und in der ersten Version soll es angeblich eine Beschriftungsvariante mit der Betriebsnummer 160025 gegeben haben. Allerdings ist selbst im 68er Katalog, wo ihr das Katalogbild hier sehen könnt, schon die Betriebsnummer die 216025-7. Dann ist das hier mein Modell, und zwar müsste das ein Modell aus den 70er Jahren sein. Die Betriebsnummer ist gleich geblieben in der 216025-7. Da hat sich nicht viel geändert. Für mich ist die Lokomotive dann schon ein Klassiker aus meiner Kindheit, auch wenn ich die Lokomotive damals nie hatte und sie immer nur im Katalog bewundert habe. Damals immer davon geträumt, sie mit den Silberlingen fahren zu lassen. Und das ist für mich hier immer noch eine unheimlich schöne Kombination, so wie diese dann Ende der 60er auch schon möglich war. Und so wurde die Lokomotive dann in der roten Variante wohl so bis 1991 von Märklin produziert. Als nächste Farbvariante kam Märklin mit der 3074 auf den Markt mit der Betriebsnummer 216090-1. Diese wurde ab 1975 von Märklin produziert. Hier ein Katalogbild aus dem 76er Katalog. Hier ist dann meine Variante, müsste Anfang der 80er gewesen sein. Und Märklin hat dann eine dritte Variante rausgebracht, hat dann die Betriebsnummer geändert in die 216025-7. Und diese wurde wohl dann in das Hobbysortiment übernommen und von 1992 bis 1999 mit einem grauen Dach produziert. Und für mich immer noch in diesem Beige Türkis oder Ozeanblau Creme, wie immer man es dann halt nachher benennen möchte. Eine sehr schöne Variante, auch wenn da viele Leute sich für diese Farbkombination nicht begeistern können. Aber mir gefällt das mit den passenden Wagen da immer noch unheimlich gut. Und dann habe ich hier eine Spezialität. Und zwar habe ich mir bei eBay vor ungefähr 2 Jahren eine vermeintliche Märklin 3675 ersteigert. Fand das Angebot damals sehr interessant mit eingebautem Lopi 4. Neuwertig, original verpackt. Habe allerdings die Bilder nicht so ganz beachtet. Und auf einem meiner letzten Videos hat mir jemand geschrieben, jetzt habe ich endlich meine Frankenstein-Lokomotive. Und was ich dann bekommen habe, ist dieses Modell. Und hier habe ich dann wirklich eine Frankenstein-Lokomotive, habe sie zwischendurch schon mal versucht zu altern, um das Ganze ein bisschen zu kaschieren oder zu retuschieren. Im Endeffekt habe ich eine Packung bekommen von der 3774, ein Gehäuse von der 3075, ein Fahrgestell von der 3674. Die Lokomotive hat dann noch 2 unterschiedliche Kupplungen angebaut. Und mit neuwertig und original verpackt, natürlich ist es eine Originalverpackung dabei, hat das Ganze hier nicht allzu viel zu tun. Ich habe die Lokomotive dann allerdings behalten. Allein wegen dem Digitaldecoder war das immer noch eine interessante Sache. Und das ist für mich jetzt mal eine echte Frankenstein-Lokomotive aus diesen verschiedenen Einzelteilen. Ich denke, sie wird mir demnächst als Grundlage für irgendeine Bastelarbeit dienen. Und ich werde da irgendwas anderes draus machen. Jetzt hatte ich die Gelegenheit, eine Baureihe 218, eine 30747 aus der Hobbylinie von Märklin zu ersteigern. Für 50 € das Teil ordentlich verpackt, kaum gelaufen und mit einem eingebauten Uhlenbrock-Decoder, sodass ich mir das auch nicht entgehen lassen wollte. Die Farbkombination fand ich schon immer sehr interessant. Ab 1997 wurde im Hobbybereich in der Farbvariante aufgelegt und so produziert bis 2004. Passt für mich in dieser Farbkombination unheimlich gut vor die TE-Wagen, auch wenn ich glaube, dass sie im Plandienst nie TE-Züge gefahren hat. Und das sind dann für mich meine 3 wichtigsten Farbkombinationen von der 216 bzw. 218. Die Frankenstein-Lok lassen wir jetzt hier mal außen vor. Und diese Ursprungsform von 1968 macht vor diesen alten Blechwagen hier immer noch eine unheimlich gute Figur. Und weil Märklin aber noch zig weitere Varianten dieser Lokomotive herausgebracht hat, habe ich mich mal auf die Suche gemacht und versucht, das mal in der Reihenfolge der Produktionsjahre hier aufzulisten, was ich gefunden habe. Das ist allerdings wahrscheinlich bei weitem nicht alles. Es wird hier wahrscheinlich jede Menge Modelle geben, die ich nicht direkt auf dem Schirm hatte, beziehungsweise in irgendwelchen Packungen, Anfangspackungen, Sonderpackungen, Sonderausgaben dabei sind. Und trotzdem versuche ich das mal jetzt hier in die Reihenfolge zu bekommen.
Als nächstes brachte Märklin die 3674 von 1985 bis 1986 produziert, eine weitere Variante der 216 in der beige-türkisen Ausführung. Dann kam Märklin mit dieser Klassiklokomotive, die 3774. Diese wurde produziert von 1985 bis 1989, auch eine 216. Dann brachte Märklin die 3373 von 1991 bis 1994, auch eine Baureihe 216. Als nächstes eine 3375, auch von 1991, dann aber bis 1999 produziert, auch eine Baureihe 216. Dann eine 3079, diese wurde nur 1992 wohl als Sondermodell mit dem Aufdruck Sonderfahrt hergestellt, auch eine Baureihe 216. Dann brachte Märklin die 3675, wohl in 1993 und später nochmal in 1998 bis 2001 mit der Beschriftung V160. Dann brachte Märklin eine 83019, wohl so eine Art Sonder-Europamodell in 1993 und das war dann eine Baureihe 218. Als nächstes kam von Märklin die 3374, 1994 gebaut, auch eine 216, wieder die beige-türkise Variante. Dann kam Märklin mit einer 33743, 1996, produziert wohl bis 2000, auch eine Baureihe 216. Dann die 33744, diese wurde wohl produziert von 2000 bis 2002, auch eine Baureihe 216. Dann eine 33745, ab 2003 produziert, ich weiß nicht genau wie lange. Diesmal eine Baureihe 218. Dann eine 37743, wohl in 2000, wohl eine Bauzuglokomotive der SNCF. Auch eine ehemalige Baureihe 216. Dann die 37744, diese wurde produziert von 2000 bis 2004. In der DB Cargo-Ausführung auch eine Baureihe 216. Und dann gab es noch eine Primex-Variante, eine 3019, eine Baureihe 218. Diese wurde produziert von 1988 bis 1992. Und ab dann produzierte Märklin wohl hauptsächlich die Baureihe 218 als Modell. Hier haben wir die 39180, diese wurde produziert von 2007 bis 2011. Dann die 39182 als Citybahn-Variante. Diese wurde produziert von 2009 bis 2010. Dann die 37764. Diese wurde produziert von 2013 bis 2014. Als nächstes die 39186 in der beige-türkisen Variante in 2016 und 2017. Dann die 37768, auch die beige-türkise Variante von 2013 bis 2014. Dann die beiden Touristikzuglackierungen, und zwar die 39218 und die 39219 in 2019 und 2020. Dann die 39187 in 2021 und 2022 in dieser markanten Lackierung. Und das letzte Modell, was ich gefunden habe, ist die 39216 in 2023 und 2024. Und damit, denke ich mir, habe ich so einen groben Überblick schaffen können, was Märklin von der Baureihe 216 bzw. 218 produziert hat. Ist bei weitem nicht alles, da wird es jede Menge Sondermodelle geben, die ich hier noch nicht in der Liste drin habe. Wenn ihr mehr wisst, dann schreibt es bitte in die Kommentare, trage ich gerne nach. Aber ich denke, einen groben Überblick haben wir damit. Die Auswahl ist riesig. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr und bis bald.